Als er mit nur 18 Jahren den Thron besteigt, gilt er als der schönste Monarch Europas, ein König voller Träume, verehrt, bewundert, einsam. Doch aus dem Idealisten wird ein Gefangener seiner eigenen Fantasie. Sein Tod im Starnberger See bleibt ein Rätsel. War es Wahnsinn oder Verrat? So beginnt der Mythos des Märchenkönigs. Ludwig II. Von Bayern und die Legende von Neuschwanstein. Am 25. August 1845 wird Otto Friedrich Wilhelm Ludwig von Bayern im Schloss Nymphenburg geboren. Sein Rufname? Ludwig, wie sein Großvater, König Ludwig I. von Bayern. Mitte des 19. Jahrhunderts begann das Zeitalter der Technik. Der Dampfkessel, Symbol einer neuen Ära. Er veränderte alles. Fabriken entstanden, Rauch lag über den Städten. Das Volk arbeitete, träumte, litt. Aus der Stille des Biedermeier wurde Unruhe. Revolution lag in der Luft. Und mitten in diesem Wandel wächst Ludwig auf. In einer Welt zwischen Glanz und Gefahr. Ludwigs Vater, König Maximilian II., ist ein pflichtbewusster und gebildeter Herrscher. Prinz Ludwig und sein Bruder Otto wachsen wohlbehütet auf. In den Sommermonaten leben sie im Schloss Hohenschwangau im Allgäu. Zwischen Bergen und Seen entfaltet sich ihre Kindheit. Das Schloss wird zur Spielwiese und zum Tor in eine andere Welt. Hier lernt Ludwig zu träumen. Die Bilder an den Wänden von Hohenschwangau erzählen von Helden und Königen. Ludwig hört die alten Sagen und glaubt an ihre Wahrheit. In seiner Fantasie wird er selbst zum Ritter. Eine Welt seiner Sehnsucht entsteht, tief in seinem Inneren. Die Sagen von Lohengrin, von Liebe und Heldentum fesseln den jungen Kronprinzen. Sie nähren seine Sehnsucht nach einer besseren, schöneren Welt. Doch bald zerbricht die Illusion. Sein Vater stirbt nach kurzer Krankheit. Am 10. März 1864, mit nur 18 Jahren, wird Ludwig zum König proklamiert. In seinem Tagebuch schreibt er nur ein Wort: König. Sein voller Titel: Ludwig von Gottes Gnaden, König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben. Ein junger Herrscher, romantisch im Herzen, konservativ in der Pflicht. Ludwig entstammt einem alten Adelsgeschlecht, den Wittelsbachern. 8 Jahrhunderte Familiengeschichte liegen hinter ihm. Könige, Kurfürsten, Herzöge, Macht und Glanz als Vermächtnis. Dieses Erbe prägt ihn. Doch niemand hat ihn auf seine Rolle vorbereitet. Sein großes Vorbild ist Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Wie er träumt Ludwig von Glanz, Ordnung und göttlicher Macht. Er sehnt sich nach einer Welt, wie sie vor der Revolution war. (1866) spitzt sich der Machtkampf zwischen Österreich und Preußen zu. Beide streiten um die Vorherrschaft im Deutschen Bund. Bayern steht traditionell auf der Seite Österreichs. Eine Entscheidung, die für den jungen König zum Verhängnis wird. Der 21-jährige Ludwig wird in einen Krieg hineingezogen, den er nicht will. Seine Minister drängen ihn zum Bündnis mit Österreich. Und Ludwig, der von Ritterromantik träumt, muss plötzlich echte Schlachten führen. Der Krieg dauert nur 7 Wochen. Preußen siegt bei Königgrätz. Bayern wird bei Kissingen geschlagen. Ludwig muss um Frieden bitten und hohe Reparationen zahlen. Mit dem Friedensvertrag verliert Bayern seine militärische Selbstständigkeit. Ein geheimer Bündnispakt macht das Königreich zum Vasallen Preußens. Ludwig erkennt, er ist kein Herrscher, sondern nur noch ein Spielball der Mächte. Diese Demütigung brennt sich tief in seine Seele.
Der Traum vom glorreichen Königtum zerplatzt. Von nun an sucht Ludwig Trost in der Kunst, in der Musik und in seinen Schlössern. Nur dort kann er noch herrschen, in einer Welt, die ganz ihm gehört. Über den stillen Schwanensee liegt Schloss Hohenschwangau, Ludwigs Kindheitsparadies. Von hier blickt er auf 2 alte Burgruinen, einst Sitz der Herren von Schwangau. Auf diesem Felsen soll sein neues Schloss entstehen. Am 13. Mai 1868 schreibt Ludwig an Richard Wagner, den er ehrfürchtig seinen Meister nennt. Er teilt ihm seinen Plan mit, die alte Burg bei der Pöllertschlucht neu zu errichten, im echten Stil der alten deutschen Ritterburgen. Ein Ort, der wohnlich und anheimelnd sein soll, wo er in 3 Jahren zu leben hofft. Ludwig träumt davon, mit Wagner durch die Hallen zu wandeln. Neuschwanstein soll werden, was beide verbindet. Verkörperung einer perfekten, fast märchenhaften Welt. Schon am 4. Mai 1864, nur wenige Wochen nach der Thronbesteigung, lässt der 18-jährige Ludwig den verschuldeten Komponisten nach München kommen. Ludwig verehrt Wagner und rettet ihn vor dem finanziellen Ruin. Er ermöglicht ihm, seine monumentalen Opern zu vollenden. Doch es geht um mehr als Geld. Beide teilen die Sehnsucht nach einer mythischen, heroischen Welt. Wagners Opern, Tannhäuser, Lohengrin, Der Ring des Nibelungen prägen Ludwigs Vorstellung vom Königtum. In ihnen findet er, was ihm die Wirklichkeit verweigert: Größe, Treue, Opfermut. Neuschwanstein soll diese Welt verkörpern, ein Denkmal aus Stein für Wagners Ideen und Ludwigs Visionen. Jeder Raum des Schlosses erzählt eine Wagner-Oper. Der Sängersaal erinnert an die Wartburg aus Tannhäuser und damit verbunden an den legendären Sängerwettstreit. Wandgemälde zeigen Szenen aus Lohengrin, eine romantische Oper von Wagner, die die Geschichte eines geheimnisvollen Schwanenritters erzählt, der im 10. Jahrhundert einer bedrängten Prinzessin zu Hilfe eilt. Neuschwanstein wird zum steinernen Bühnenbild einer idealisierten Welt. (1865) muss Wagner München verlassen. Seine Affäre mit Cosima von Bülow und seine Verschwendungssucht haben Skandale ausgelöst. Ludwig ist tief enttäuscht, doch die geistige Verbindung bleibt bestehen. Bis zu Wagners Tod 1883 schreiben sie einander. Ludwig bleibt der einsame Bewunderer, der sich in Wagners Musik widerspiegelt. Ohne Ludwig hätte Wagner seine späten Meisterwerke nie vollenden können. Ohne Wagner hätte Ludwig nie die Vision für seine Traumschlösser entwickelt. 2 Seelen, vereint im Traum von Schönen und Erhabenen. Wagner gab Ludwig die Musik zu seinen Träumen. Und Ludwig gab Wagner die Mittel, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Die Wartburg hat es dem jungen König angetan. 1867 reist Ludwig nach Thüringen, um den Ort des legendären Sängerwettstreits zu sehen. Jene Szene, die Richard Wagner in Tannhäuser unsterblich gemacht hat. Die Burg wird gerade von Hugo von Ritgen wieder aufgebaut. Ein historischer Bau im Stil des Mittelalters. Hier findet Ludwig, was ihn fasziniert. Um neue Anregungen zu finden, reist Ludwig auch nach Frankreich. 1867 besucht er mit Napoleon III. Die Schlossbaustelle von Pierrefonds. Der mittelalterliche Grundbau wird dort zu einer kaiserlichen Residenz umgestaltet. Ludwig ist fasziniert. Die hohen spitzen Türme, die in den Himmel ragen, sie bleiben in seiner Erinnerung. Pierrefonds wird zum Vorbild für seine eigene Traumwelt aus Stein.
Ludwig beauftragt den Theatermaler Christian Jank, seine Träume in Bilder zu fassen. Jank entwirft erste Skizzen. Architekt Eduard Riedl setzt sie in Pläne um. Immer wieder legt man dem König neue Entwürfe vor. Er prüft jedes Detail. Hier mehr Glanz, dort mehr Romantik. So wächst Neuschwanstein aus Fantasie und Perfektion. Der obere Hof gleicht einem Bühnenbild aus Lohengrin. Genau so soll das Märchenschloss aussehen. Für das Schloss muss die Bergspitze gesprengt werden. 8 Meter Fels tragen die Arbeiter ab, um Platz für das Fundament zu schaffen. Ludwig besucht oft die Baustelle. Majestät, hier beginnt das Fundament für den großen Saal. Gut, es soll wie aus einem Traum entstehen. Neugierig auf jeden Fortschritt. Doch seine spontanen Ideen bringen die Bauleute zur Verzweiflung. Was gestern beschlossen war, wird heute wieder geändert. Die Arbeiten im alpinen Gelände sind beschwerlich. Material und Maschinen müssen mühsam hinaufgeschafft werden. Ein Dampfkran kommt zum Einsatz. Modernste Technik jener Zeit. Hunderte Arbeiter, Handwerker und Künstler sind beteiligt. Ludwig wird zum größten Arbeitgeber der Region. Die Arbeiten ziehen sich über Jahrzehnte und verschlingen ein Vermögen. Auf der Baustelle herrscht nur einer, der König. Hier kann Ludwig sein, was er im wirklichen Leben nicht ist. Ein absoluter Herrscher. Er greift auf das ganze Repertoire des Historismus zurück. Von Neuromanik über Neugotik bis zu Neubarock und Neurokoko. 1870 markiert eine Zäsur, das Leben des Königs. Ludwig muss sich der neuen politischen Ordnung beugen. Auf preußischen Druck verliert er fast allen Einfluss. In seinem Rückzugsort Hohenschwangau ringt er um eine Entscheidung. Manchmal frage ich mich, ob ich das Richtige tue. Du tust, was dein Herz dir sagt. Am 30. November 1870 schreibt er den sogenannten Kaiserbrief, das Dokument, mit dem er seinem Onkel Wilhelm von Preußen die Präsidentschaft über das neue Deutsche Reich überträgt und damit auch die Kaiserwürde. Doch diese Unterschrift leistet er nicht aus Überzeugung, sondern unter massivem Druck seiner Minister und Berater. Ludwig zögert, er weiß, dass er Verrat an seinem eigenen Königreich begeht. Als Dank erhält Ludwig jährlich 300.000 Mark aus Preußen. Ein schwacher Trost für einen König, der lieber selbst regiert hätte. Er weiß, dass er mit seiner Unterschrift die Souveränität Bayerns aufgibt. Ein Königreich wird Teil eines Reiches. Und Ludwig leidet. Von nun an sucht er nur noch Zuflucht in seinen Schlössern. In ihren Mauern findet er, was ihm die Politik genommen hat. Macht, Freiheit und Fantasie. Ludwig II. Ist ein König, gefangen in den Konventionen seiner Zeit. Er lebt unter den strengen Erwartungen des Hofes und der Kirche. Ein König soll heiraten, um das Erbe zu sichern. Doch Ludwig verweigert sich. Die Verlobung mit Sophie von Bayern wird 1867 gelöst. Er fürchtet, sie nicht glücklich machen zu können. Ludwig ist sensibel, unsicher, innerlich zerrissen. Ein Monarch ohne Halt, ein Gefangener im goldenen Käfig. Seine Zuflucht findet er nicht im Leben, sondern in seinen Traumwelten. Mit den Jahren wird Ludwig immer sonderlicher. Er schläft am Tag und wacht in der Nacht. In seinen Schlössern hält er an der Welt des Mittelalters fest. Elektrizität lehnt er ab. Das flackernde Licht von Kerzen und Lampen ist ihm lieber. Es lässt Realität und Fantasie verschwimmen. Hunderte Kerzen erhellen Neuschwanstein, doch der König verbringt dort nur 172 Tage. Hier findet er Ruhe, fern von der Pflicht. Mit den Jahren hinterlässt das abgeschiedene Leben seine Spuren. Der König bewegt sich kaum, liebt Süßes über alles. Einst galt er als einer der schönsten Monarchen Europas. Groß, schlank, mit dunklem Haar und eindringlichem Blick. Doch dieses Bild verblasst. Nach den 1870er Jahren verändert sich Ludwig stark. Er verliert Zähne, nimmt zu, wird schwerfällig.
Er verweigert jede Anpassung und macht sich angreifbar. Die Fertigstellung von Neuschwanstein verzögert sich immer wieder. Trotz der Zahlungen aus Preußen wird seine private Lage prekär. Die Staatskasse bleibt unangetastet, doch Ludwig selbst ist ruiniert. 1885 droht die Pfändung. Ein Skandal für das Ansehen Bayerns. Er versteht nicht, dass das Geld fehlt. Vielleicht will er es auch nicht verstehen. Gesetzlich ist festgelegt, wie viel Geld ihm zusteht. Davon bezahlt er Residenzen, Bedienstete, Geschenke. Doch das reicht nicht. Er verschuldet sich bei Banken, um weiterbauen zu können. Und selbst jetzt träumt er von neuen Palästen, von einem chinesischen Schloss, von Pavillons, von Türmen auf den Gipfeln der Berge. Der König lebt längst nur noch in seinen Entwürfen und verliert den Boden unter den Füßen. Der König spinnt doch. Diese Schlösser verschlingen Millionen. Ach was, Ludwig ist ein alter Träumer. Ein echter Märchenkönig. In der Bevölkerung wächst der Unmut. Ludwigs verschwenderische Bauprojekte stoßen auf Kritik. Schon zu Lebzeiten nennt man ihn den Märchenkönig, eine Bezeichnung, die er verachtet. Wer sie benutzt, riskiert Strafe. Der Abstand zwischen König und Volk wird immer größer. Sein Schuldenberg ruft schließlich die Regierung auf den Plan. 1886 erklären ihn die Minister für regierungsunfähig. Ludwig II. Wird entmündigt. Seine Verhaftung steht unmittelbar bevor. Am 10. Juni 1886 dringen die Ärzte und Beamten zu Ludwig nach Neuschwanstein vor. Sie teilen ihm mit, dass er für geisteskrank erklärt wurde. Zu seinem Schutz soll er nach Schloss Berg am Starnberger See gebracht werden, um dort angeblich geheilt zu werden. Gefangen, gedemütigt, für wahnsinnig erklärt. Der König, der jahrzehntelang in seinen Schlössern lebte, ist nun Gefangener in einem seiner liebsten Orte. Doch selbst hier bleibt ihm keine Freiheit. Er soll seinen nächtlichen Lebensrhythmus aufgeben. Morgens aufstehen, abends zu Bett gehen, wie jeder andere Mensch. Für Ludwig ist das die endgültige Entmündigung. Am 13. Juni 1886 geht Ludwig mit seinem Arzt Dr. Gudden am Ufer des Starnberger Sees spazieren. Es ist ein kühler, stiller Abend. Stunden später findet man beide tot im Wasser. Wie es geschah, bleibt ungeklärt. War es Flucht, Unfall oder Mord? Mit seinem Tod beginnt der Mythos. Der Tod des Königs erschüttert das Land. Ludwig II. Wird nur 40 Jahre alt. Doch kaum jemand glaubt an eine natürliche Ursache. Sein Ende bleibt ein Rätsel. Und die ungeklärten Umstände führen schnell zur Legendenbildung. 13. Juni 1886. Ein Pfingstsonntag. Der Regen fällt leise auf den See. Ludwig geht spazieren, schweigend, nachdenklich. Vielleicht erinnert er sich an die alte Sage, dass reine Menschen, die zu Pfingsten ins Wasser gehen, als Schwäne wiedergeboren werden. Nach Ludwigs Tod beginnt der Siegeszug seines Schlosses und erst viel später erkennt man, dass Ludwig kein Wahnsinniger war, sondern ein Träumer, gefangen in einer Zeit, die keinen Platz mehr für Träume hatte. Doch gerade diese Träume machten ihn unsterblich. Neuschwanstein wurde sein Vermächtnis, ein Denkmal für Sehnsucht, Schönheit und Fantasie. Bis heute erinnert es an den Mann, der wagte, die Welt nicht so zu sehen, wie sie in Wirklichkeit war, sondern wie sie in den Träumen eines Königs unsterblich wurde.